Am Staatsviertag ist man gerne dabei. Grüß Gott in Vorarlberg. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Vorarlberg heute an Maria Himmelfahrt. Das sind die Themen. Ein Blitzeinschlag richtet in mehreren Gebäuden in Hörbrands Schäden an. In Liechtenstein geht es am heutigen Staatsfeiertag um die Sicherheit und den IWF-Beitritt. Mit der ORF Vorarlberg Sommertour sind wir bei der Alpmesse im Großen Walsertal. Und beim Wetter gibt es morgen zuerst Sonne, dann Gewitter. Vorarlberg heute mit Thomas Haschberger. Umgestürzte Bäume, überflutete Keller und zum Glück keine Verletzten. Ein heftiges Gewitter hat gestern Abend vor allem die Region Vorderland getroffen. Aber auch in Hörbrands hat ein Blitzeinschlag größeren Schaden angerichtet. 4 Häuser waren zeitweise ohne Strom. Gegen 5:30 schlägt der Blitz nahe diesem Haus ein, trifft eine Hauptwasserleitung. 4 Häuser sind ohne Strom. Es kommt zu Bränden in Gebäuden und elektrischen Leitungen. Eine Druckwelle geht durch das alte Bauernhaus. Ich bin hinterm Haus gesessen und das hat da, als ob eine Bombe neben die losgeht. So gerade das Tisch hat geflattert. Die ganze Leitung, die ganze Stromleitung, Fernseh, die ganzen Steckdosen hat es rausgeschmissen da drinnen, alles kaputt. Die Wasserversorgung wird sofort abgestellt, man beginnt mit Reparaturen. Die Feuerwehr löscht Glutnester in den Leitungen. Verletzt wird niemand, die Bewohner kommen mit dem Schrecken davon. Nicht nur die Feuerwehren sind derzeit oft im Einsatz, auch die Pannenfahrer. Das liegt aber vor allem an den hohen Temperaturen. Bei der Hitze geben die Batterien und Elektronikbauteile den Geist auf, wenn das Auto den ganzen Tag in der prallen Sonne steht. An einem normalen Tag rücken die Pannenhelfer des ÖAMTC rund 100 Mal aus. In den letzten Wochen waren es aber an die 130 Einsätze pro Tag. Die Batterien sind etwas höher, natürlich durch die Hitze beteiligt an den Pannen, aber generell es ist viel los auf den Straßen, viel Reiseverkehr und das bedingt dann eben auch die eine oder andere Panne mehr. Aber nicht nur Autos mit einem Verbrennermotor geben in der Hitze den Geist auf, auch die Elektroautos bleiben stehen. Schuld auch hier die kleine 12-Volt-Batterie. Diese Elektrofahrzeuge sind auch mit einer 12-Volt-Starterbatterie ausgestattet für die Bordelektrik. Und wenn die Bordelektrik ausfällt, also diese 12-Volt-Batterie, dann nützen auch die paar 100 Volt im Kofferraum nichts mehr, dann steht das Auto. Generell wären aber Fahrzeuge immer weniger anfällig für Störungen. Der beste Pannenschutz wäre die regelmäßige Wartung der Fahrzeuge, sagen die Pannenexperten. Im Fürstentum Liechtenstein ist heute Staatsfeiertag. Beim Volksfest und beim Staatsakt auf der Schlosswiese in Vaduz gibt es kaum Infos zu den Turbulenzen in der Regierung. Bei den Wahlen im Februar treten ja 4 von 5 Regierungsmitgliedern nicht mehr an. Viel mehr wird über Sicherheit und den möglichen Beitritt zum Internationalen Währungsfonds gesprochen. Fürstliches Wetter heute in Liechtenstein. Zum Staatsakt auf der Wiese vor dem Schloss Vaduz sind wieder viele gekommen. Bürgerinnen und Bürger, Vertreter von Gemeinden, Land und Regierung, um mit der fürstlichen Familie zu feiern. Zum ersten Mal wurden Vorab-Tickets vergeben. In den letzten Jahren gab es Probleme mit Sightseeing-Bussen. Nun sind die Fürstenfans wieder unter sich. Für mich als Liechtensteinerin ist das eine sehr grosse Pflicht. Ich bin schon ziemlich alt und bin jedes Jahr hier am Staatsakt. Für mich gehört es dazu. Ein großes Thema heute, der Beitritt zum Internationalen Währungsfonds. Schon Ende September wird es zum Leidwesen des Erbprinzen eine Volksabstimmung über den Beitritt geben. Der Erbprinz sieht nur Vorteile eines Beitritts. Hat man zu wenig mit der Bevölkerung kommuniziert? Es ist vielleicht unterschätzt worden, dass dieses Thema oder internationale Organisationen momentan in der Bevölkerung generell auf Skepsis stoßen und dass man von Anfang an vielleicht gleich nicht nur mit dem Parlament, sondern mit der breiten Bevölkerung zu diesem Beitritt auch in eine breite Kommunikation hätte treten sollen. Hinter den Kulissen gibt es noch ein anderes wichtiges Thema, den Kahlschlag in der Regierung. Gewählt wird im Februar nächsten Jahres und 4 von 5 Regierungsmitgliedern werden nicht mehr antreten. Auch Regierungschef Daniel Riesch von der Vaterländischen Union verlässt die Politik.
Wir haben noch 9 Monate und einige Regierungsmitglieder haben entschieden, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das ist in der liechtensteinischen Politik durchaus üblich. Jetzt wird der Wahlkampf starten und dann bin ich überzeugt, dass es eine gute Übergabe geben wird und so stabil weitergeht, wie wir es für Liechtenstein eben gewohnt sind. Unser politisches System garantiert per se sehr viel Stabilität, Kontinuität und nicht zuletzt kann man ja auch als Monarch, der sich nicht einer Wiederwahl stellen muss, auch zwischen Regierungen für viel Kontinuität sorgen. Seit 20 Jahren leitet Erbprinz Alois nun schon die Staatsgeschäfte. Er macht super, finde ich. Er hat ja mit dem Fürst grosse Unterstützung nach wie vor. Aber ja, er macht es gut. Ich bin stolz. Und mit Stolz erklingt dann am Ende auch noch die Hymne. Am Sonntag geht die heurige Festspielsaison in Bregenz zu Ende und damit auch eine Ära. Nach 10 Jahren verabschiedet sich die künstlerische Leiterin Elisabeth Sobotka und wechselt an die Berliner Staatsoper. Bevor es soweit ist, zieht sie Bilanz. Denn Elisabeth Sobotka hat den Bregenzer Festspielen einen unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Beim Spiel auf dem See beweist Elisabeth Sobotka von Anfang an Mut zum Risiko. Sie programmiert mit Erfolg 3 noch nie gespielte Opern: Turandot, das Zirkusspektakel Rigoletto, als Kontrapunkt dazu eine puristische Madame Butterfly und aktuell den teuflisch spektakulären Freischütz. Das Zentrum, das Herz der Festspiele ist ganz sicher die Seebühne. Da liegt auch ein großer Schwerpunkt drauf und viel Energie und Kreativität. Aber gleichzeitig hat man, und ich will gar nicht sagen daneben, sondern fast gleichwertig die Möglichkeit, Musiktheater in allen Aspekten und Formen hier umzusetzen. Und das tut sie auch mit ihrem ganz eigenen Stil. Die Nachwuchsförderung ist ihr ein zentrales Anliegen und mit dem neuen Opernstudio gibt sie jungen Talenten erste Auftrittsmöglichkeiten. Da war ich in Sorge, dass mir das hier fehlen könnte, einerseits. Und andererseits aber auch habe ich gehofft, dass man hier eine spezielle Atmosphäre schaffen kann, die einerseits hochprofessionell ist, andererseits aber geschützt für die Jungen funktionieren kann. Und das hat sich unglaublich schön eingelöst. Und was mich daran besonders freut, das ist auch ein großer Erfolg beim Publikum hier geworden. Zeitgenössisches Musiktheater forciert sie im sogenannten Opernatelier. Hier verknüpft sie Musik und bildende Kunst. Von der Idee einer Oper bis zu deren Realisierung arbeiten alle Beteiligten eng zusammen. So ist auch das Publikum beim Entstehungsprozess von aktuellen Musiktheaterproduktionen hautnah dabei. Elisabeth Sobotka engagiert aber auch ganz bewusst Regisseurinnen wie Mayam Clement oder Lotte de Beer beim Sommerfestival und gibt auch Dirigentinnen eine Bühne. Ich verstehe mich als Ermöglicherin, die das Zusammenhalten, das kreative Prozesse fördern, in Bewegung bringen, Menschen zusammenzubringen für ein Stück oder für ein Projekt, höchste Qualität für die unterschiedlichsten Formate zu fördern und zu fordern, das sehe ich als meine Aufgabe. Elisabeth Sobotka umarmt das Festival am Bodensee von Anfang an und mit all ihrer Leidenschaft für die Musik. Wenn sie nun Bregenz in Richtung Berlin verlässt, dann ist das wie ein Heimkommen. Denn sie war dort vor Jahren Operndirektorin und kommt nun als Intendantin an die Oper Unter den Linden zurück. Ich finde, es gibt eine unglaubliche Offenheit und auch eine gewisse Freiheit in der Stadt, immer noch, die ich wahnsinnig genieße und darauf freue ich mich. Und dann freue ich mich auf dieses großartige Haus, das tolle Orchester, das tolle Ensemble. Es ist ja wie ein Schatzkästchen.
Ihr ist mit vielfältigen Innovationen der Spagat zwischen massentauglichem Programm am See und kleinen, feinen Auftragsproduktionen an den anderen Spielstätten gelungen. Deshalb wird Elisabeth Sobotka nicht nur ihrem Arbeitsplatz, sondern auch dem etwas kleineren Schatzkästchen Bregenzer Festspiele die eine oder andere Träne nachweinen. Wir haben heute unseren Wanderrucksack gepackt. Wir sind mit der ORF Vorarlberg Sommertour auf der Alpe Außertürtsch im Großen Walsertal. Dort hat heute die alljährliche Alpmesse stattgefunden. Karin Stecher, was hat es denn mit dieser Tradition auf sich? Ja, eine Alpmesse zu Maria Himmelfahrt, das war früher ganz normal. Im ganzen Land hat es das gegeben. Heute ist es leider immer weniger. Aber hier auf der Alpe Türtsch hat das heute natürlich trotzdem stattgefunden. Röbi, du bist der Alpmeister und bist seit sage und schreibe wie vielen Jahren schon hier? Ja, ich bin 65 Jahre hier auf der Alpe. Ich bin mit 5 Jahren das erste Mal hier raufgekommen und dann mit Unterbrüche und ja. Thema Erntedankfest. Muss man sich das so vorstellen, die Alpmesse? Ist das so ein bisschen eine Belohnung oder eine Danksagung? Die Alpmesse ist ein Erntedank der Älpler, ein Dankeschön für den guten Sommer oder je noch immer. Aber das ist einfach ein Erntedank für die Älpler. Ja, ein Erntedank auch für den Hirten. Günther, was macht das Älplerleben so besonders, dass du sagst, es zieht mich jedes Jahr rauf? Das Arbeiten mit dem Vieh. Natürlich die Bergwelt, Natur, das tagtägliche zum Vieh gehen und sonstige Arbeiten. Was für Vieh habt ihr hier? Wir haben 8 Rassen von Vieh, Angus, Charolais, Tiroler Graue etc. Und wir haben 132 Stück hier, davon 75 Kühe und 55 Kälber und 2 Stieren. Und mit denen redest du ja auch, hast du gesagt. Mit denen tue ich kommunizieren, jeden Tag. Und die sind also ziemlich zahm und wir verstehen uns blenden. Ja, eine Alpmesse kennt natürlich auch mein Gast im folgenden Beitrag, nämlich Carola Schneider. Wir haben sie in ihrem Heimatdorf besucht und dort ihren Lieblingsplatz gesucht. Ein idyllisches Bergdorf, das 200 Einwohner zählende Marul. Es ist die Heimat von Russland-Korrespondentin Carola Schneider. Wir sind jetzt im Dorfzentrum. Also in der City? In der City, ja. Zentraler wird es nicht. Und da ist die Kirche und da ist die Volksschule. Und das ist ein spezieller Ort für dich? Ja, mein Vater war Lehrer, deswegen habe ich hier auch gewohnt, weil da die Lehrerwohnung war damals. In die Volksschule gegangen wäre ich sowieso hier als Marulerin, weil wir haben nur die gehabt. Ja, klar. Inzwischen ist sie leider geschlossen. Schade. Vor ein paar Jahren hat man sie zugemacht wegen Kindermangel. Doch für die Kinder von damals gab es im Winter übrigens nur eins: Skifahren am Dorfhang. Vom Marul, dem Tal, wenn man sagen darf, auf Stoffelfeder, Ufer. Oder vom Bergdorf noch mehr auf den Berg. Hier war die Bergstation vom Sessellift, der bei der Kirche im Ort gestartet hat. Und hier war die Bergstation. Und hier rundherum war Skipiste. Und hier haben wir während unserer Kindheit eigentlich jeden Wintertag verbracht. Der Lift wurde schließlich abgebrochen und weiterverkauft. Wenn es stimmt, was man so sagt, also ich kann es jetzt nicht überprüfen, ist der Lift dann nach Russland verkauft worden in den 90er Jahren. Damals ging das noch. Ja. 5 Täler stoßen in Marul zusammen. Es ist der Mittelpunkt Vorarlbergs. Für Carola ein Rückzugsort. Warum ist das so eine tolle Heimat eigentlich auch? Ja, Heimat zum einen einmal, weil meine Familie da ist, aber es ist speziell. Es ist alles steil, es gibt keinen flachen Ort, weder im Dorf noch hier oben. Es ist klein, es ist heimelig, rundherum nur Natur und halt einfach ganz viele Erinnerungen. Bis Ende August will sie jetzt einmal in Marul bleiben. Dann hofft sie wieder in Russland arbeiten zu können. Das Land und die Lebenseinstellung. Eine Herzensangelegenheit. Все будет хорошо, alles wird gut. Das ist etwas, was für uns unglaublich klingt, aber das sagen die Russen wirklich dauernd. Все будет хорошо, alles wird gut.
Eine traumhafte Bergkulisse und die Alpmessbesucher feiern hier noch in den Abend hinein mit der Gruppe Alpensound. An meiner Seite jetzt der Michael, der Alpfahrer. Guten Abend. Guten Abend, Karin, grüß dich. Michael, was für einen Bezug hast du denn zu den Bergen, dass du gesagt hast, ich bin mal Alpfahrer an diesem Alpmesstag? Besondere Herausforderung. Ich bin schon als 5-Jähriger mal gern mit nach der Mühls gekommen und hier rein in die Berge. Ich habe natürlich da einen Bezug dazu und jetzt über persönliche Beziehungen am Bodensee wurde ich sozusagen nochmal berufen, diesmal zum Alpfahrer und habe gern Ja gesagt und bin gern gekommen und es ist immer eine besondere Atmosphäre hier. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie reagieren denn die Leute so bei einer Messe unter freiem Himmel in den Bergen? Du musst denken, die Menschen laufen ja, die meisten oder einige hier rauf und die wollen richtig da sein. Das haben wir nicht immer so. Das ist eine tolle Voraussetzung, in Gottes freier Natur, in seiner Schöpfung dabei zu sein, als Menschen miteinander, die nach ihm suchen und die an diesem besonderen Feiertag natürlich auch diese Auferstehung, diese Aufnahme in den Himmel von Maria feiern. Und das ist ein besonderes Fest in unserem Kirchenjahr. Und die da sind, die freuen sich natürlich da wunderbar und super miteinander. Und viele kennen sich auch natürlich. Also ist Gott in den Bergen doch ein bisschen näher. Mir geht's so. Wie geht's dir? Ja, es ist schon eine besondere Atmosphäre. Damit verabschiede ich mich hier jetzt von der Alpe Türtsch. Im Hintergrund spielt die Gruppe Alpensound noch für den Ausklang natürlich. Nächste Woche sind wir beim Hafenfest in Bregenz. Mein besonderer Gast dort, Stefan Pohl, Schauspieler von den Toten vom Bodensee. Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Von der Alp ins Stadion. Für die beiden Vorarlberger Clubs in der Frauenfußball-Bundesliga hat heute die neue Saison begonnen. Die Altacherinnen gewinnen gegen Bergheim und Dornbirn-Lustenau ist beim LASK erfolgreich. Es ist also ein gelungener Auftakt mit sehenswerten Treffern. Die Altacher Erfolge gehen weiter, auch in der neuen Frauenfußball-Bundesliga-Saison, in der vieles neu ist. Die Altacherinnen haben jetzt zum Beispiel keine Spielgemeinschaft mit Vorderland mehr, es sind nur noch die SCR Altach Frauen. Das beflügelt anscheinend, denn zum Auftakt sind sie heute gegen den FC Bergheim Frauen souverän. Der 3:1-Sieg ist der ideale Start in den Grunddurchgang. Es gibt nämlich auch einen neuen Spielmodus. Nach Hin- und Rückspiel gegen jedes Team in der Frauenbundesliga wird in 2 Gruppen geteilt. Nur die besten 4 kommen in die Meistergruppe. Die restlichen Teams spielen in der Quali-Gruppe um den Klassenerhalt. Meiner Meinung nach ist nicht optimal gelöst, weil einfach durch die Teilung, die Vierergruppe im oberen Playoff und das untere Playoff mit 6 Mannschaften nicht optimal gelöst ist, weil Spannung verspricht natürlich die obere Gruppe, keine Frage, nur die untere Gruppe. Da ist die Spannung, denke ich mal, relativ überschaubar. Ziel der Altacherinnen ist die Meistergruppe und dann vielleicht sogar Platz 2 und die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben ein paar gute Neuverpflichtungen dazu bekommen, die auch heute, denke ich, schon ihr ganzes Können zeigen konnten. Ja, davon profitieren wir natürlich, aber auch die aus letzter Saison weiterhin da geblieben sind. Ich glaube, da konnten wir die Vorbereitung richtig gut nutzen, um da mehr zusammenzuwachsen und ja, im Endeffekt besseren Fußball zu spielen. Für die Ladies der Spielgemeinschaft Dornbirn-Lustenau beginnt die 2. Bundesliga-Saison mit einem knappen 1:0 gegen Aufsteiger LASK Linz. Sie wollen sich in der höchsten Spielklasse etablieren. Mit diesem Auftaktsieg ist der erste Schritt getan. Und vielleicht können die Dornbirnerinnen ja auch oben anklopfen. Und auch für uns gibt es jetzt schon den Schlusspfiff. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend noch.